Was passiert, wenn eine der absoluten Top-Brennereien auf den vermutlich bekanntesten Winzer der Pfalz trifft? Ein Crossover aus dunklen Rotweintrauben, Eiche und extrem seltenen Kastanienfässern. Ob der Ziegler Sato Dresdner Brand für 39 € abliefert, das finden wir jetzt heraus. Hallo und herzlich willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Und heute möchten wir mal wieder über den Tellerrand hinausschauen. Denn wir haben hier heute das Review für den Ziegler Dresdner Brand, Sato genannt. Und die Flasche, ja, vom Design her üblich wie die ganzen anderen Abfüllungen eigentlich von Ziegler auch sind, das Design. Und Hardfacts blende ich euch natürlich nebendran auch nochmal ein. Und auf zwei Dinge müssen wir ja dann doch nochmal kurz schauen. Und der erste Punkt, auf den wir achten wollen, wir haben heute eben eine Kooperation jetzt hier von der Brennerei Ziegler und dem Weinhersteller Markus Schneider. Markus Schneider liefert seine Traubensorten, und zwar Syrah, Merlot und Cabernet Franc, und destilliert wird das Ganze dann bei der Brennerei Ziegler. Sato heißt auf Italienisch Schneider und hier eben also dann das kleine Wortspiel auf den klassischen Grappa. Das zweite, auf das wir hier achten wollen, ist das Thema Reifung, denn wir haben nicht nur hier die Eichenfässer, welche für die Reifung verwendet werden, nein, sogar auch Kastanienfässer, und das ist dann doch schon sehr selten, und die Kastanienfässer sollen dem Ganzen eine herbe, nussige Note noch zusätzlich verleihen. Und auch ganz kurz möchte ich mir noch mit euch auf den Preis angehen. Mit jetzt 36 € für die 50 cl Flasche ist sicherlich kein sehr hoher Preis. Allerdings, ihr seht, es ist nicht viel bekannt zu der Abfüllung. Die Abfüllung ist übrigens auch in einer 3-Liter Flasche erhältlich, das Ganze dann eben für 350 €. Und jetzt wollen wir schauen, ob dieses deutsche All-Star-Team zusammen harmoniert. Wahrheit im Glas-Modus an. Ja, und wie ihr sehen könnt, wir haben auch jetzt hier sogar heute die Großflasche von diesem Brandy, von dem Brandwein, vom Dresdner Brand. Ja, es ist auch so eine kleine, ja, Beschreibung hier noch dabei. Können wir vielleicht mal gucken, was da noch drin steht. Ob da irgendwas noch Besonderes, ja, aus zwei Welten trifft hier was zusammen. Das, denke ich, haben wir uns jetzt schon zu Gemüte geführt. Und ja, bin also sehr gespannt mal auf dieses Kastanienfass, was das einfach hier für einen Einfluss jetzt hatte auf den Brandwein. Ob man da jetzt viel rausschmeckt oder ob das eher sich im Hintergrund aufhält, das wird mal interessant zu sehen sein. Ich nehme an, er ist nicht gefärbt, dafür ist er mir eigentlich fast schon zu hell, dass er jetzt irgendwie da noch Farbe jetzt drin hätte, und ich bin mir eigentlich auch recht sicher, dass da nichts dabei ist. Mal schauen, ob da irgendwo was noch steht mit Natürlichkeit oder so. Nein, keine Infos. Ja, Farbe, wie gesagt, es ist so ein richtig schöner Goldton, ein helles Gold, also nicht so intensiv, sondern ein leichtes Gold, so ein Strohton vielleicht auch. Und dann schauen wir uns mal auf die ersten Aromen. Ja, sehr interessant. Also diese Kastanie, die ist spürbar, die ist sehr intensiv spürbar sogar. Also die überdeckt schon ordentlich die anderen Aromen, die so ein bisschen leicht drunter sind, aber es ist schon diese, ja, sehr holzige Kastanie, sehr kernige, rustikale Art, die jetzt hier zum Vorschein kommt im ersten Moment. Also erinnert mich so ein bisschen so vom ersten Eindruck. Wir hatten von, ja, was war das? Giard, Le Bouc, den Calvados von Alternative Belgium. Ich blende euch den Link hier oben einmal noch zum Video ein, falls ihr es mal sehen wollt, den Calvados. Es war ein sehr interessanter Calvados und da ging es auch so ein bisschen um diesen Farmstil, den er in sich haben soll. Und da hat er auch so ein bisschen was drin. Und hier ist es tatsächlich auch so ein richtiger Bauernhofstil, den ich hier wahrnehme. So ein richtig, ja, fast schon ein bisschen schmutziger Stil, aber jetzt nicht so dieses Ranzio. Nee, ist schon wirklich so dieses, ja, einfach dieser Bauernhofstil, der so ein bisschen drin hängt. Ja, also tut mir sehr schwer. Ich war ja übrigens immer noch so auf diesen ersten deutschen Brandy, wo ich sage, ja, das ist wirklich hier ein Knaller, das kann mithalten mit Frankreich oder sogar dann auch mit Italien oder Spanien. Aber hier schwierig, sehr schwierig. Also ich finde noch unterschwellig, aber wirklich nur unterschwellig ein paar andere Aromen. Es ist ein bisschen was von der Kamille da, es ist ein bisschen was von der Kümmelnote da. Und ihr habt aber auch so ein bisschen was, ja, was ist es? Schon so eine nussige Note, Walnuss, so ein richtig, ja, vielleicht so ein bisschen so ein Walnuss, der schon eine Weile auf dem Boden liegt, so am Herbstboden und einfach schon so ein bisschen leicht anfäulig ist. Also ist nicht negativ gemeint, aber es ist so ein bisschen Interpretation, die ich jetzt hier habe von der Nase her. Ja, Muskat und auch so eine
ja, so eine getrocknete Feige noch so ein bisschen. Also Fruchtigkeit ist fast für mich gar nichts da, sehr wenig. Es ist wirklich eine recht trockene Nase, auch nicht jetzt süß. Es ist wirklich, ja, diese Holznote, diese, ja, vermutlich eben Kastaniennote, die hier so viel überdeckt. Schade. Ja, da tue ich mir schon schwer. Wir probieren mal. Zum Wohl. Also, ja, geschmacklich geht es in einem recht ähnlichen Stil weiter. Ihr habt auch hier so ein bisschen was vom Muskatnuss, kommt wieder dazu. Ist für mich immer noch da im Geschmack, diese Muskatnussnote. Ihr habt auch hier ein bisschen was vom Walnuss definitiv übrig. Und dann ist es auch eben hier diese sehr intensiv holzigen Noten, die da durchkommen. Vielleicht, wenn man gut will, ist noch ein bisschen was vom Bergamott und auch noch so eine, ja, Prise Kakao vielleicht drüber. Wobei wir, also ein sehr ähnlicher Stil, wie jetzt schon eben die Nase war. Und das Ganze geht auch so ein bisschen in den Abgang über. Abgang fällt für mich sogar nochmal minimal ein bisschen mehr ab, jetzt wie jetzt die Nase und der Geschmack. Weil es hier einfach, es ist ein sehr kurzer Abgang, es ist wenig drin. Ihr spürt eigentlich nur oder überwiegend diese holzige Noten, diese Kastaniennote. Hier ein bisschen was vom Schwarztee, Kamille. Ja, so eine, wie soll ich es beschreiben, so ein bisschen eine Maronennote. Also auch hier merkt ihr einfach schon von der Aromenzusammenstellung, es ist sehr, ja, trocken, nichts jetzt an süßen Aromen. So von dieser Zusammenstellung der Aromen jetzt nicht ganz so passend, also nicht ganz mein Stil. Sogar auch so ein leichter erdiger Touch hier am Ende. Also ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend. Mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen. Mir ist es einfach zu sehr in dieser holzigen Kastanienecke, Bauernhofecke vielleicht, wenn man auch möchte. Und ich finde es einfach schade, oder sagen wir mal so, mich würde einfach mal sehr interessieren, würde man jetzt nicht diese Kastanienreifung haben, weil ich finde, allein von den Trauben, die jetzt hier verwendet wurden, das ist unglaublich spannend. Und ich denke da auch immer wieder gern an die Reviews zurück, wo wir jetzt hier von Aurélien haben, die Abfüllung von Authentic Spirits, der ja auch hier eben vom Elsass unterwegs war und hier wunderschöne Abfüllungen uns besorgt hat. Also wirklich traumhafte Abfüllungen von Philipp Schäfer eben aus dem Elsass. Falls ihr da mal Interesse habt im Review, blende ich euch auch mal noch gerne hier oben den Link dazu ein. Das war ein unglaublicher Brandwein. Und jetzt haben wir hier halt ein Experiment. Ja, es ist ein Experiment vielleicht irgendwo auch. Es war sicherlich interessant, aber jetzt nichts, wo ich sage, das muss man probiert haben. Das ist jetzt überwältigend gewesen. Es ist halt auch einfach vielleicht nicht mein Geschmack, ich weiß nicht. Deswegen, ja, schauen wir noch ganz kurz auf die Punkte. Es wird leider nicht so hoch werden heute. Wir haben gerade mal 20 für die Nase. 20,5 gebe ich Ihnen für den Geschmack. Da fand ich es vielleicht noch so ein bisschen besser. Und dann fällt es aber wieder ein bisschen ab in 19,5 im Abgang. 20 für den Gesamteindruck. Es ist ja dennoch ein recht günstiger Preis, muss man dazu sagen, auch wenn man jetzt nicht weiß, wie alt er ist. Aber jetzt mit dem Preis denke ich, ja, knapp 40 € ist vielleicht irgendwo so okay. Aber das muss man halt auch wirklich wollen, diese Aromen. Und dann haben wir eben 20 für den Gesamteindruck. Und dann sind wir bei 80 Punkten. Aber mit Sicherheit wird es Leute geben, die diese Abfüllung mögen. Und falls ihr den mal irgendwo probieren könnt, lasst mich mal gerne wissen, wie er euch geschmeckt hat oder wie eure Erfahrung generell ist, auch mit deutschen Brandy oder jetzt hier mit der Brennerei Ziegler, was ihr da mal probiert habt, was ihr vielleicht auch empfehlen könnt. Es kommt demnächst noch bei der Different Review jetzt hier ein weiterer Brandy von der Brennerei Ziegler. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der das Ganze toppen kann. Ich hoffe natürlich sehr, dass da noch ein bisschen was geht nach oben. Ist auf jeden Fall ja noch viel Luft jetzt da und da lassen wir uns dann mal hoffentlich eines noch Besseren überzeugen und schauen wir mal, was da jetzt noch kommt. Das soll es soweit für heute gewesen sein, auch wenn jetzt das Resultat heute nicht so schön ist vielleicht jetzt aus Brennerei Ziegler Sicht, aber ich bin da ehrlich einfach und es ist ja einfach auch mein Geschmack, den es halt dann treffen muss, den trifft es jetzt halt heute nicht. Vielleicht dann beim anderen Mal. Ja, und wünsche euch eine schöne Zeit und wir sagen Cheers, bis zum nächsten Review. Macht's gut, tschüss.